Zack, da bin ich wieder und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Heute geht es da wieder mal um Minimalismus und wie es du schaffst, dass deine Wohnung aufgeräumt bleibt und somit auch dein Leben ein bisschen aufgeräumter ist. Ich habe heute 5 Tipps für dich, wie es ganz einfach ist, dass man die ganze Wohnung immer schön aufgeräumt hat und für das brauchen wir gar nicht viel. Zusammen mit meiner Freundin lebe ich auf knapp 50 Quadratmeter. Und darum ist es extrem wichtig, dass jeder Gegenstand seinen Platz hat und dass man vorzu immer wieder schaut, dass die Wohnung schön aufgeräumt ist. Weil wir haben nicht 12 Räume, wo man alles irgendwo verteilen kann, sondern wirklich jeder Gegenstand muss einfach genau sein Plätzchen haben. In einem anderen Video habe ich dir bereits erklärt, wie du deine Wohnung aufräumen und Gegenstände loswerden. Aber um das geht es jetzt in diesem Video nicht, sondern wir haben bereits nicht mehr viele Gegenstände, aber trotzdem ist es ab und zu schwierig, dass die Wohnung immer schön aufgeräumt ist. Tipp Nummer 1. Schau, dass du nicht zu viel Abstellfläche hast. Weil je mehr Abstellfläche das man hat, oder auch je mehr Schränke und Regal das man hat, umso mehr Sachen tut man sich anschaffen und stellt die dort rein. Das können auch einfach Dekorationsgegenstände sein. Und wenn man die Ablagefläche nicht hat, dann kommt man auch nicht auf die Idee, noch mehr Dekosachen zu kaufen. Also schau, dass du möglichst wenig Abstellfläche hast, weil ich kenne es selber. Wenn irgendwo noch ein Plätzchen frei ist, laufe ich dran vorbei und lege einfach etwas drauf. Tipp Nummer 2. Eine Krümpelbox. Ich liebe sie. Ich bin ein riesen Chaot, auch wenn es immer so aussieht, dass meine ganze Wohnung schön aufgeräumt ist. Aber ich tue Sachen einfach immer wieder irgendwo hinlegen, wo sie nicht hingehören. Und da kommt die Krümpelbox ins Spiel. Wenn ich einen gewissen Gegenstand eigentlich nicht mehr brauche, dann kommt er nicht einfach in irgendeine Schublade, sondern ich habe direkt im Gang eine sogenannte Krümpelbox. Und dort kommt alles rein, was ich das Gefühl habe, brauche ich eigentlich nicht mehr. Wenn diese Box voll ist, dann kommt sie zuerst einmal in den Estrich und nach 3 Monaten wird das Zeug verkauft, verschenkt oder recycelt. Oder im schlimmsten Fall entsorgt. Die Krümpelschublade. Es geht eigentlich ins genau Gleiche rein, aber dort kommen Sachen rein, die ich sicher immer brauche. Und wer kennt es nicht? Man kommt heim, man hat einen Schlüssel, man hat ein Portemonnaie, wo tut man es hin? Irgendwo auf einer Ablagefläche und nachher sieht es unordentlich aus. Für das habe ich eine Schublade und in diese Schublade rein kommt mein Portemonnaie, mein Schlüssel und sonst Sachen, die ich immer im Hosensack habe. Und Zusatztipp, mach dir noch ein schönes Schächteli oder irgendetwas, wo das Zeug schön drinnen Platz hat. Und dann ist es auch immer aufgeräumt und du findest auch immer dein Portemonnaie wieder. Tipp Nummer 3. Genauso Aufbewahrungsboxen sind genial. Wir haben das überall verteilt in der Wohnung. Sei es in einer Schublade oder auf irgendeinem Regal, auf meinem Arbeitstisch. Überall gibt es solche Aufbewahrungsboxen. Nicole hat vor ein paar Monaten ein neues Hobby angefangen und das ist Stricken und Häkeln. Und sie macht die tollen Körbchen. Also, wenn ihr auch gerne so ein Körbchen hättet, dann schreibt mir doch auf Instagram eine Direct Message oder schreibt es unten in die Kommentare. Die sind wirklich genial. Sie produziert aber nur, wenn ihr gerne eins hättet. Also, wir haben nicht irgendwie ein Lager davon. Diese Aufbewahrungskörbe sind einfach genial, um allerlei Sachen drinnen zu verstauen. Sie sehen schön aus und somit hat jeder Gegenstand auch seinen Platz. Die tollen Aufbewahrungsboxen gibt es auch in anderer Form. Ich nenne jetzt das mal ein Etui, zum Beispiel Kabel. Du kennst das, oder? Liegen überall irgendwie rum, aber man braucht sie leider
sei es ein Micro-USB-Kabel, ein USB-C-Kabel, iPhone-Kabel, was auch immer. Jedes Gerät hat ein anderes Kabel. Von jedem Kabel habe ich eine Sorte und die kommen in das Etui rein und dann ist das immer schön versorgt. Dort habe ich auch noch direkt so Adapter drin, die ich brauche zum Arbeiten. Kleiner Zusatztipp mit Kabel. Es gibt so Klettverschlüsse, die kann man um das Kabel herum machen und dann sind sie auch immer schön aufgerollt und sie verknüppeln sich nicht. Wie gesagt, die Aufbewahrungsboxen haben wir überall, auch in Regal. Offene Regale sehen oft unordentlich aus, auch dort kann man eine Box rein tun. Das kann auch einfach eine Schuhschachtel sein. Wir haben von der IKEA ein paar Boxen und dort drinnen kann man alles rein tun und es sieht immer schön aufgeräumt aus. Tipp Nummer 4. Den habe ich erst vor 2 Wochen gelernt und er ist so genial. Alexa, stelle einen Timer auf 15 Minuten. 15 Minuten ab jetzt. Und zwar stellt er jeden Tag einen 15-Minuten-Timer und in diesen 15 Minuten tust du deine Wohnung schnell ein bisschen aufräumen, alles was rumliegt wieder versorgen, abstauben, was auch immer. Wenn ich das mache, höre ich am liebsten dazu ein bisschen Musik oder einen Podcast. Und kleiner Spoiler-Alert hier, ich werde auch bald einen Podcast starten, also ihr könnt gespannt sein. Tipp Nummer 5. Schau, dass jeder Gegenstand, den du besitzt, einen speziellen Ort hat. Jeder Gegenstand in deinem Haus muss einfach sein eigenes Plätzchen haben. Somit musst du dir auch nicht lange überlegen, wenn du etwas in der Hand hast, wo gehört es hin. Du findest es auch immer wieder, es kommt immer an genau gleichen Platz zurück. Und somit liegen viel weniger Sachen in der ganzen Wohnung rum. Ich hoffe, es sind ein paar neue Tipps dabei gewesen, die du noch nicht kennst. Und wenn du sie auch schon kennst, hast du dich vielleicht jetzt gerade wieder daran erinnert, dass das eigentlich schon noch ganz genial ist und auch wieder damit kannst anfangen. Auch ich persönlich ertappe mich immer wieder, dass ich gewisse Routinen verliere und wenn ich so ein Video hier mache, tue mich wieder daran erinnern und dann wird die Wohnung auch wieder aufgeräumt und es sieht wieder alles tipptopp aus. Wenn du noch weitere Tipps hast, dann schreib sie doch hier unten in die Kommentare rein. Und dann würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, gib mir doch einen Daumen hoch, vergiss nicht zu abonnieren. Und das Video hier wird dir ganz bestimmt auch gefallen, weil dort geht es genau ums Thema Aufräumen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen!